Bei der Umsetzung von Unterrichtskonzepten in der Realität der Schulpraxis können verschiedene Herausforderungen auftreten. Und das ist auch bei mehrsprachigen Unterrichtskonzepten so. In diesem Video geben wir deshalb 3 grundlegende Tipps für die Umsetzung von Translanguaging und anderen mehrsprachigen Konzepten in der Unterrichtspraxis. Tipp Nummer 1. Wir empfehlen, dass Lehrkräfte die tatsächlichen Sprachrepertoires ihrer SchülerInnen ermitteln. Das heißt, dass sie sich ein genaues Bild der mehrsprachigen Kompetenzen ihrer Lernenden verschaffen. Ansonsten kann es zu Fehlzuschreibungen kommen, zum Beispiel in Bezug auf migrationsbedingte Sprachkompetenzen. Denn selbst wenn die Eltern zu Hause mehrere Sprachen sprechen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Kinder auch über diese Kompetenzen verfügen. Und zwar vor allem nicht in allen sprachlichen Fertigkeiten, also neben dem Zuhören und Sprechen auch im Lesen und Schreiben. Außerdem ist ein Herkunftsland nicht mit einer Herkunftssprache gleichzusetzen. Denn zum einen haben viele Länder mehrere Amtssprachen und zum anderen können auch Minderheitensprachen und dialektale Varietäten als Familiensprachen gesprochen werden. Das gilt auch für SchülerInnen ohne Migrationserfahrung, denn auch regionale und dialektale Varietäten des Deutschen können Lehrkräfte ermitteln und einbeziehen. Um die mehrsprachigen Repertoires von SchülerInnen in den Unterricht einbeziehen zu können, ist die Ermittlung und Sichtbarmachung von in der Klasse vorhandenen Sprachrepertoires deshalb essentiell. Dafür stehen zahlreiche geeignete Instrumente und Verfahren zur Verfügung. 2 davon haben wir in unserem Video zum gelingenden Einstieg in das mehrsprachige Arbeiten mit einer Klasse vorgestellt, das wir am Ende dieses Videos noch einmal verlinken. Tipp Nummer 2. Wir empfehlen, dass die Nutzung mehrsprachiger Repertoires immer freiwillig erfolgen sollte. Das heißt, dass die Lernenden selbst entscheiden können, ob sie eine ihrer erlernten Sprachen im Unterricht einbringen möchten oder nicht. Denn mit Sprachen wird vieles verbunden. Man kann sich zum Beispiel stark mit einer erlernten Sprache identifizieren oder sie aber auch aus unterschiedlichsten Gründen ablehnen. Außerdem können unterschiedliche Sprachen auch ein unterschiedlich hohes oder niedriges Sprachprestige von der Gesellschaft zugewiesen bekommen, sodass SchülerInnen teils stolz auf ihre Kompetenzen sind, sie aber manchmal auch verbergen, da sie gesellschaftlich nicht oder wenig anerkannt sind. Natürlich können noch viele weitere Aspekte, wie zum Beispiel politische Konflikte, Einfluss darauf nehmen, ob sich Lernende wohl damit fühlen, eine ihrer Sprachen im Unterricht zu verwenden. Deshalb sollten Lehrkräfte darauf achten, dass sich ihre SchülerInnen immer freiwillig für die Nutzung einer bestimmten Sprache im Unterricht entscheiden können. So werden unbeabsichtigte Bloßstellungen und Unwohlsein vermieden. Tipp Nummer 3. Wir empfehlen, dass alle in der Klasse vorhandenen Sprachen möglichst gleich behandelt werden. Das heißt, dass alle SchülerInnen ihre Sprachrepertoires für das Lernen nutzen können, unabhängig davon, wie und wo eine Sprache gelernt wurde, welches gesellschaftliche Prestige sie hat und von wie vielen oder wenigen weiteren SchülerInnen in der Klasse die Sprache geteilt wird. Damit stellt man zum Beispiel sicher, dass auch Lernende mit Sprachkompetenzen, über die sonst niemand in der Klasse verfügt, nicht ausgeschlossen werden von den Chancen des mehrsprachigen Lernens. Dies wird oftmals als Prinzip des Social Justice bzw. der sozialen Gerechtigkeit bezeichnet. Erreicht werden kann dies zum Beispiel, indem die Lehrkraft sicherstellt, dass ein Unterrichtsmaterial in allen Sprachen der Klasse verfügbar ist, oder aber über freie Sprachenwahl bei Recherchen und Einzelarbeiten. Zentral ist, dass Lehrkräfte ihre Lernenden dafür sensibilisieren, dass es keine Sprache gibt, die wichtiger oder weniger wichtig ist als eine andere. Eine Kultur der Gleichbehandlung aller Sprachen sowie aller Sprachvarietäten und Erwerbskontexte im Klassenverband sorgt für ein Umfeld, in dem mehr soziale Gerechtigkeit und auch weniger Diskriminierung zu finden sind. Vielen Dank fürs Anschauen unseres Videos und viel Freude mit den weiteren Videos auf unserem Kanal.